So Leute, der Tag ist endlich gekommen, denn wir sind eigentlich gerade auf dem Weg gewesen zum Abendessen, ne? Nachdem der Robert und ich ja erst gefrühstückt haben und Mittag gegessen haben und es ist schon wieder kurz nach 6 und uns hungert es natürlich ein bisschen, aber wir haben einen angeregten Stoffwechsel. So sieht's aus, aber Leute, ihr seht 1484 Kilometer, bedeutet es sind nur noch 15 Kilometer, bis wir die 1500 Kilometer voll haben, bedeutet wir können dann endlich Gas geben. Und ich sage euch eins, jetzt schon wieder hier in dem GT3 RS zu sitzen, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und vor allem wird es dann, glaube ich, noch geiler, wenn wir dann hier endlich bis 9000 Touren drehen können. Und dementsprechend, wir müssen das machen. Ich kann mich einfach nicht mehr gedulden, bis wir auf der Rennstrecke sind. Ich will die 1500 Kilometer hier jetzt voll bekommen. Und wir sind ja schon eine recht amüsante Strecke das letzte Mal hier mit dem KTM X-Bow GTX-R gefahren. Dementsprechend sind wir jetzt hier kurz auf dem Weg dorthin, weil die war nämlich recht kurvig. Es regnet hier weiterhin, aber nichtsdestotrotz, wir wollen hier gemeinsam mit euch die 1500 Kilometer knacken und hier diese kleine Bergstraße mit euch gemeinsam fahren. Und ich würde sagen, jetzt hier diese 10 Kilometer, bis wir jetzt dort angekommen sind. Also ihr seht, Leute, wir fahren hier wirklich im Nirgendwo. Aber ich meine, das ist alles kein Stress hier für den GT3 RS. Also ich sage euch eins wieder hier, als ich jetzt die 1400 Kilometer das Fahrzeug eingefahren bin, beziehungsweise eigentlich ist der Robert ja die 900 Kilometer gefahren. Also du bist mittlerweile schon mehr mit dem Auto gefahren als ich. Ja. Oh, hier müssen wir schön langsam sein mit den Steinen, schön vorsichtig. Ja, das ist wirklich, Leute, das ist ein Gefühl auf der einen Seite wirklich tiefenentspannt und auf der anderen Seite ist das ein Rennfeeling, was du natürlich in keinem anderen Fahrzeug erlebst. Ein Riesennachteil, das muss man ganz ehrlich sagen, ist Thema Kofferraum. Ja? Hier im GT3 wir haben keinen Kofferraum. Wir sind jetzt hier an Red Bull Ring gefahren und ja, wir haben einfach alles nach hinten verstaut. Und du hast hinten wirklich einen Haufen Platz, das muss man ja sagen. Allerdings ist es so, dass wir hier den Überrollkäfig haben und es ist so tricky, überhaupt den Helm da nach hinten einzuladen. Wenn da natürlich kein Überrollkäfig ist, dann hast du natürlich einen Haufen Platz. Ich sag's dir so, wie es ist, aber die letzten Kilometer, die fühlen sich leider so lang an. Sind immer noch 8 Kilometer, Robert. Okay. Und wir sind hier schon auf der Bergstraße und wir können leider immer noch nicht Gas geben, Leute. Also können schon, aber 1500 Kilometer einfahren und daran halte ich mich auch. Das ist ganz klar. Aber wir können natürlich hier schon das Getriebe ein bisschen hier aufwärmen, ne? Aber Robert, ich sag's dir so, wie es ist. Ja. Wir können deswegen trotzdem nicht allzu viel aufreißen, weil du siehst, es regnet, es ist immer noch extrem nass und wir haben Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen am Start. Bedeutet, Semi-Slicks ist nicht so gut für Nässe. Aber macht's natürlich umso interessanter, oder? Ja. Gott sei Dank geht's bei dir rechts hier runter. Ja, ich würde heute schon noch gerne zum Abendessen gehen. Ja, wieso? Worauf hast du Lust? So schönes wie eine Schnitzel. Ein Kaiserschmarrn, okay. Ah, Leute, noch 4 Kilometer, 4,5. Dann ist es endlich soweit. Und dann? Dann fahren wir wieder heim. Bremse merkst du aber auch schon. Das ist genau nämlich, da bin ich so gespannt auf der Rennstrecke, warum ich nämlich mit Absicht keine Keramikbremse niemals hier beim GT3 RS nehmen würde. GT2 RS definitiv ja, Keramikbremse, einfach durch die höheren Geschwindigkeiten. Aber hier GT3 RS, da merkst du auch, wie sie an der Stahlbremse aber nochmal deutlich improved haben. Alles Serie, Leute, alles Serie. Bin wirklich gespannt auf der Rennstrecke. Wir haben nicht einmal Rennflüssigkeit, gar nichts. Es ist wirklich so, wie das Fahrzeug ausgeliefert worden ist. Robert. Ja, jetzt warte mal, 1 Kilometer haben wir noch. 1 Kilometer noch. Leute, der letzte Kilometer. Und dann können wir aufreißen. Ne? Aber wie gesagt, auch nicht viel. Weil, ja, ihr seht, es ist extrem nass. Es ist extrem nass. Und ich scheiß mir jetzt schon so in die Hosen. Ja. Der Robert schläft schon wieder fast ein. Noch 300 Meter. Robert! Ja. Jetzt ist was los. 200 Meter. 100 Meter. 100 Meter, komm. Die letzten 100 Meter, Leute. Dann ist es endlich soweit. Alter. Oh ja. Oh, oh.
Robert, Ja, jetzt halt dich fest. mach ich doch schon. Alter. Oh. Komm, wir machen hier direkt gleich. Ja, du, gar kein Stress. Ja, du, geht schon noch. Aber hier regelt immer noch irgendwas. Oh ja, Leute, wir haben die 1500 Kilometer geknackt. Oh ja. Alter. Was los, Robert? Was los? Oh mein Gott. Es ist einfach das beste Auto, Leute. Es ist einfach das beste Auto. Wir fahren hier einfach nur in der Nässe dahin, ja, kein Grip, gar nichts, aber diese Emotionen. Du, kein Grip ist gar kein Stress. Oh, diese Emotionen. Es ist unfassbar. So Leute, wir sind wieder zurück. Ein erfolgreicher Tag geht zu Ende. Wir haben uns jetzt doch umentschieden. Wir gehen jetzt im Hotel Abendessen. GT3 RS einfahren hatte nun mal Priorität. Und nicht nur, dass die 1500 Kilometer erfolgreich geknackt worden sind, sondern es sieht auch einfach nach Erfolg aus. Genauso wie der GT3 RS aussehen soll, nachdem er endlich den Einfahrmodus überstanden hat. Schön dreckig und genauso ist er jetzt auch bereit, um endlich auf der Rennstrecke bewegt zu werden. Genau dafür, wofür der GT3 RS konzipiert worden ist. Nicht um irgendwelche entspannten Ausfahrten wie der Robert mal schnell zur Shisha-Bar und sonst wohin zu machen, sondern Leute, wir bewegen das Auto jetzt als nächstes auf dem Red Bull Ring. Also seid auf jeden Fall gespannt. Für mich, ich werde auf jeden Fall heute gut schlafen, weil das sind wirklich Emotionen gewesen. Und was ich jetzt schon wieder herausgefunden habe, ist, du setzt dich in einen GT3 RS rein und es ist egal, ob es ein 996, 997, 991 oder jetzt hier nochmal extremer 992 GT3 RS ist, du fühlst dich einfach direkt wohl. Und selten hat mir ein Auto so ein Gefühl gegeben, dass wenn du einsteigst, du dich direkt wohl fühlst. Und das ist wirklich, glaube ich, was hier ein großer Vorteil ist. Und ja Leute, ich würde sagen, wir machen mit dem Video Schluss hier. Seid gespannt auf das nächste Video. Ich bin sowas von heiß, ich werde heute sowas von gut schlafen. Aber Robert, jetzt gehen wir erstmal ein Schnitzel essen, oder? Also, peace out, Leute.